Ja, hallo. Heute zeige ich dir, wie du so ein Bild machen kannst. Wie du die Folie auf die Leinwand bringst, habe ich dir schon in einem anderen Video gezeigt. Deshalb gehe ich da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ich habe da einiges in der Infobox stehen. Da sind auch die Links dazu da. Als ich das Bild angefangen habe, hatte ich eine Idee von einer Farbe im Kopf, beziehungsweise mehrere Farbtöne. Eine Farbgestaltung hatte ich im Kopf. Ehrlich gesagt ist es am Ende total anders geworden, als ich es mir vorher vorgestellt habe. Ich trage jetzt hier erstmal einen Farbton auf. Das ist ein Pariser Blau. Ich mische mir ja die Farben selber an und ich habe erstmal die Farbe etwas dünner aufgetragen. Das heißt, ich probiere selber gerade, was passiert hier überhaupt auf der Leinwand? Wie reagiert die Farbe auf der Leinwand? Wie reagiert die Farbe auf der Folie? Und probiere erstmal aus, was überhaupt geht. Du siehst also, dass die Farbe unterschiedlich aussieht, je nachdem, ob sie auf der Leinwand ist oder ob sie auf der Folie ist. Alleine mit so einer optischen Farbmischung kann man schon das ganze Bild gestalten. Eben je nachdem, wie ich die Folie aufklebe, je nachdem, wo ich dann die Farbe auftrage oder welchen Farbton ich auftrage, kann ich eben schon ein Bild gestalten. Du siehst eben auch, dass ich die Struktur über diese Farbblasur, wenn ich also die Farbe über die Struktur ziehe, da hängen bleibt und ich die Struktur somit raushole. Das Ganze kann ich eben noch verfeinern, indem ich den trockenen Pinsel nehme und die Farbe damit verteile. Damit kaschiere ich meine Pinselstriche oder eben mit diesem Tuch ganz vorsichtig über die Oberfläche tupfe, um dann eben Farbansätze wegzunehmen. Ich trage also die Farbe auf, genau, nehme dann meinen trockenen, breiten, flachen Borstenpinsel, verteile die Farbe, dann sehe ich keine Pinselstriche mehr und keine Ansätze. Ich kriege also ganz weiche Farbübergänge damit. Und dann nehme ich mein Tuch und wische Ansätze wieder weg oder hole mir die Folie wieder heraus. Der Vorteil von dem Malen auf der Folie ist, dass die Farbe lange braucht, um wirklich fest auf der Folie zu haften. Das heißt, erst nach einer richtigen langen Trocknungszeit von einem Tag ist die Farbe so fest, dass sie nicht mehr von der Folie sich ablöst. Und ich kann mir jetzt hier immer wieder die Farbe runterwischen und das Aufblitzen der Folie eben herausarbeiten. Meinen Farbauftrag habe ich ja bislang mit Lasuren gemacht, mit den reinen Farbpigmenten. Jetzt siehst du, dass ich eine Farbmischung genommen habe, die in eine Pastellrichtung geht. Pastellfarben sind Farbtöne, wo Weiß mit beigemischt ist. Und dieses Weiß verhüllt den Farbton. Weiß ist auch ein Farbton, ein Titanweiß ist ein Farbton, der deckend ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Pastellmischung drauf gebe, kann ich die Ansätze komplett verschwinden lassen. Das heißt, mit Ansätzen meine ich jetzt die Teile. Ihr seht ja genau, wo jetzt die Folie ist und wo nicht. Und da kann ich eben mit Pastelltönen diese Ansätze verschwinden lassen. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit Erfahrungen gesammelt, in diesem Bild meine ich jetzt, wie ich mit der Farbe umgehen kann, wie schnell die Farbe antrocknet, wie die Farbe sich ablöst
und kann jetzt einen kompletten Farbauftrag darauf geben, um dann wieder Teile wegzunehmen. Hier eben mit dem trockenen Tuch einfach wieder ein homogenes Bild schaffen. Mit homogen meine ich eben ein nicht so zerstückeltes Bild, wie es vorher aussah, sondern eine homogene Fläche. Wie erkläre ich das? Eine einheitliche Fläche. Sie soll einheitlicher aussehen. Allerdings, wenn es zu einheitlich aussieht, gefällt es mir ja auch wieder nicht. Also lasse ich mal Wasser quer rüberlaufen, um die Bildrichtung zu ändern. Jetzt habe ich mir also die Ansätze der Folie weggenommen und neu geschaffen. Ich habe jetzt auch damit schon viele Farbtöne auf der Leinwand. Und wenn ich jetzt eine Lasur wieder darüber gebe, dann entsteht wieder eine optische Farbmischung. Das heißt, die ganzen Farbaufträge, die ich bis jetzt gemacht habe, dienen nicht nur dazu, mich mit der Fläche zu beschäftigen oder mit der Farbe oder zu experimentieren und einfach Spaß zu haben, sondern eben auch dazu, jetzt ein unterschiedliches Farbbild zu bekommen, obwohl ich alles einheitlicher einfärbe. Eine Lasur ist ein Farbauftrag, der transparent ist und durch den das Licht durch kann. Das heißt, ein Bild komplett in Lasur aufgebaut, lässt das Licht durch alle Farbschichten durch und wird am Ende, also auf dem Grund der Leinwand, wieder reflektiert. Und das nennt man dann Tiefenlicht. Ich möchte das ganze Bild auf jeden Fall heller haben und gebe jetzt wieder meinen hellen Farbauftrag drauf. Ich könnte mir das Bild auch schon so abteilen und könnte die obere Hälfte in einem Pastellton gestalten und den unteren Teil, so 2/3, in einem dunkleren Farbton. Du siehst jetzt hier auch gerade noch mal ganz schön, dass wenn ich ganz leicht über die Oberfläche streiche mit einer trockenen Farbe, dann färbe ich die Struktur ein. Das kann ich auch mit dem Spachtel machen, jetzt habe ich es aber mit einem Pinsel gemacht. Insgesamt siehst du ja, dass ich viel selber rumexperimentiere. Es entsteht immer weiter eine Farbmischung, die mir immer mehr gefällt. Und ich möchte es eben nicht ganz so stark aufgeteilt haben in Hellteilen und Dunkelteil, sondern mache es wieder farblich angepasster. Was mir hier aber ganz gut gefällt, ist diese Linie. Und ich mache jetzt gerade diese Linie nass. Damit löse ich die Farbe an und reibe ordentlich mit dem weichen Tuch
über die Fläche und nehme dadurch die Farbe wieder ab. Und jetzt blitzt ganz schön an der Stelle die Silberfolie raus. Und das möchte ich wieder mehr angleichen und mache mir die Farbfläche doch nochmal wieder etwas dunkler. Und wie du siehst, du kannst einfach immer wieder Farbe auftragen, Farbe abnehmen, Farbe laufen lassen. Einfach ganz viel experimentieren, gucken, was passiert, ausprobieren, wieder Farbe rübergeben, wieder Farbe streichen. Und so kann man eben ganz lange so an dem Bild malen, bis es einem gefällt. Was du hier ganz schön siehst, wenn du den trockenen Pinsel nimmst und die Farbe etwas stärker aufgetragen hast, dann kannst du die Farbe eben ganz schön wischen und es entstehen so zufällige Ausschläge, würde ich mal sagen. Das sieht schon so ein bisschen so aus wie so ein Horizont von einer Stadt oder ja, das kennst du aus dem Video von dem mit der Goldfolie, wo ich diese Skyline gemacht habe. Genauso habe ich das da auch gemacht. Man kann es jetzt natürlich auch wieder so schön lassen, oben hell, unten dunkel, aber ich möchte lieber so ein verwaschenes Jeansblau da drauf haben und gebe deshalb nochmal eine Farblasur drauf. Habe ich nochmal ganz kurz ein Beispiel für dich, wie es aussieht, wenn man die Kante mit einem Spachtel drauf zieht. Dann siehst du das hier auch nochmal. Sowas kann man natürlich auch gut einsetzen in so einem Bild. Dieses Bild ist ja überwiegend mit einem Pinsel gemalt und Lappen und Verwischen. Das andere Bild in der Videoliste habe ich fast komplett nur mit dem Spachtel gearbeitet. Das ist hier gerade so der Unterschied zu diesem Bild. Also hier ganz viel mit dem Pinsel und bei dem anderen ganz viel mit dem Spachtel. Ich möchte aber jetzt hier in dem mittleren Teil nochmal einen helleren pastellen Blauton setzen. Der trennt tatsächlich nochmal das obere Jeansblau mit dem unteren dunklen Jeansblau. Und ich lasse dann nochmal Wasser drüber laufen, dann habe ich es nicht ganz so stark, die Trennung, aber trotzdem ist sie so ein bisschen da. Und das ist das, was mir dann nochmal gut gefällt. Na, du siehst das, ich mache den Ansatz nass und damit wird der Ansatz transparenter und zufälliger. Und dann sieht es nicht so aufgesetzt aus, sondern ja, es passt sich dem Bild an. Damit bin ich zufrieden, das gefällt mir und so lasse ich dann das Bild. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest für dich wieder Sachen entdecken, Teile sehen, wo du vielleicht selber gerne mal das ausprobieren möchtest. Und wenn es dir gefallen hat, danke ich dir für dein Liken und wenn du es abonnierst, bekommst du Bescheid, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ich wünsche dir viel Freude beim selbermalen. Tschüss!